Einfach anzünden und los geht's. Wenn's denn nur so einfach wäre. Das beste Holz. Effizient heizen fängt schon bei der Holzauswahl an, erklärt uns Ofenbauer Dietmar Seewald aus dem Oberbayerischen bei Harting. Gutes Holz zum Nachlegen ist Laubholz oder zum Verbrennen allgemein. Das hat einen schönen Brennwert, eine schöne Flamme, aber auch Fichte ist wunderbar, es brennt besser weg, es ist ein bisschen weicher, zum Anzünden gut geeignet. Lackierte oder verleimte Holzteile gehören dagegen nicht in den Ofen. Effizient heizen bedeutet, die Flamme so schnell wie möglich entfachen. Richtig anzünden und bedienen. Einen Holzscheit in den Ofen, mit der Oberfläche gespalten, Anzünder dazu und eine Flamme entfachen. Die Fehlbedienung bei so einem Ofen wäre, wenn ich ihm jetzt einfach die Luft verschließe und es gibt sehr viele Leute, die zu stark das zumachen. Wenn sie jetzt da zumachen und der Ofen ist sehr dicht, dann sehen sie, wie das Feuer dem wird einfach der Sauerstoff entzogen, die Flamme erlischt und sie sehen jetzt den Rauch und sofort ist aber wieder der Sauerstoff da, wenn sie die Türe öffnen. Richtig nachlegen. Die meisten legen zu früh nach, also bei zu starker Flamme. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt zum Nachlegen. Wir nehmen die Türe, öffnen die langsam, dass der Flaum, Sie sehen hier, dass der Flaum nicht uns entgegenkommt. Haben das Holz schon parat, legen es so ein paar kleine wieder, die schneller zünden. Übrig gebliebene Asche kann übrigens einfach im Ofen gelassen werden. Sie verbrennt immer wieder. Richtig lagern. Gutes Brennholz muss auch gut gelagert werden. Durch zu feuchtes Holz geht beim Heizen viel Energie verloren. Da sehen Sie jetzt ein gutes Beispiel. Das ist offen gelagert, überdacht, dass es sich von oben nicht anregnen kann. Es kann auch mal von der Seite schon feucht werden, aber das trocknet dann auch wieder. Wichtig ist von oben und gut luftdurchlässig das Ganze. Nach 1 bis 2 Jahren ist Holz erst richtig reif für wohlige Wärme aus dem eigenen Kaminofen.